Ja, hallo. Wir sind jetzt im Hebel 121 und zwar mit dem Titel Kunst, Leben, Kunst als Vorstellung von Kunst als Lebensraum und Lebenstraum. Und wir beginnen jetzt im Ausstellungsraum, weil der Untertitel heißt dazu noch, was Sie schon immer wissen wollten und noch nie zu sehen bekamen im Hebel 121, das wäre jetzt da am Anfang der Ausstellungsraum. Und Sie sehen jetzt gleich ein paar Arbeiten, zum Beispiel auf dem Sims, eine alte Arbeit von Daniel Göttin aus der Kunstschule, dann von Billy Gruner, ein Künstler aus Australien mit einem monochrom weißen Bild, dann nochmals eine Arbeit von Daniel Göttin, die Arbeit ist etwa 30 Jahre alt, das ist auch monochrom, wie Sie sehen. Und dann, ganz wichtig, vom Johannes Burla, seinem damaligen Professor, würde man heute sagen, in der Kunstschule damals, wo er unter anderem gelernt hat als Bildhauer. Das ist ein wunderbares Kreuz aus Holz. Dann kommen wir da zum Dirk Rathke, eigentlich ein monochromes Bild wieder, was aber ein verzogenes Chassis hat. Er baut diese Chassis selbst und malt sie dann monochrom. Dann kommen wir zur Sarah Carey, eine australische Künstlerin, die malt mit Gewürzen. Das ist jetzt wie heißt es schon wieder? Chili. Ein Chili-Gewürz, was sie mit Binder dann auf eine Metallplatte bringt. Dann kommen wir noch im vorderen Raum zur Yuka Miyazaki. Und die Yuka Miyazaki ist eine japanische Künstlerin und die malt mit Cracked Ashes und Silver Leaf nennt sie es. Und dann in diesem Raum noch die ganz tolle Arbeit, die kleine Arbeit, auch vom Johannes Burla. Das ist ein Teeträger, gebogen, zweifarbig, Stahl. Also, das ist eigentlich der vordere Raum schon einigermaßen definiert. Dann kommen wir in den hinteren Raum. Da steht eine Arbeit von Daniel Göttin, und zwar, da hat er beim Johannes Burla, seinem Professor, hat er das Schweißen gelernt. Und das ist seine erste Arbeit, die er benutzte mit alles eigentlich Abfallprodukten, die auf dem Hof herumlagen in der damaligen Bildhauerfachklasse. Dann kommen wir zum Internationalen da, zum David Tremlett mit einer Pastellzeichnung. Das wäre der Igarashi Akio, auch mit einem Drawn Paper, das heißt gezeichnetes Papier, das ist alles Graphit, alles von Hand aufgetragen. Eigentlich interessant, ein japanischer Künstler, der schon, die Arbeit ist über 50 Jahre alt, und ein englischer Künstler, die Arbeit ist ein bisschen weniger alt, und drauf liegt noch eine Textilarbeit von Sasaki Makoto, dem Heartbeat Drawer. Der hat seinen Herzschlag aufgezeichnet auf einer Leinwand eigentlich, also Leinentuch. Es ist ein Leinentuch, was jetzt noch zusammengelegt ist. Dann kommen wir zum Shuei Fukuda, auch ein japanischer ganz junger Künstler, der auch eigentlich mit Silberleaf und monochromem gefärbtem Papier auf einem Kästchen aufgezogen, eigentlich die Monochromie aus der alten japanischen Vorstellung weiterbringt in die moderne. Dann kommen wir zu meinen Arbeiten. Das sind Farbenzeichnungen, alles Restfäden, die ich sammle und die ich dann jeweils zu so farbigen Zeichnungen zusammenstelle, je nachdem, wenn ich nähe. Und die nächste Arbeit ist auch, das ist auch eine Bänderzeichnung, und zwar, das sind alles auch Bänder, die es heute kaum mehr gibt. Das waren früher mal, hießen die Hosenbänder.
Und zwar, da mache ich auch Zeichnungen, aber direkt ohne Bleistift oder Farbstift, sondern direkt mit Material. Dann noch die Arbeit von der Valerie Arbour aus Marfa. Und zwar sind das Embossed-Drucke, die sie bei ihrem Mann, Robert Arbour, der Masterprinter in Marfa, der schon für Tschad, für alle mehr oder weniger minimalen Künstler und Künstlerinnen in Amerika gedruckt hat.